Um Gottes Willen. Schrecklich ist's, was ich da sehe. Sagt an, werte Hexe. Was könnt ihr erkennen? Den Herzog Ludwig sehe ich. Den 10. Einmauern lässt euch gerade. Hier auf der Burg. Ihr schwebt in größter Gefahr. Was ratet ihr? Was soll ich tun? Ristil, Eistil, Pistil. Mistil, Vistil, Kistil. Mistil, Kistil, Vistil. Nehmt dies. Das ist ein Zaubertrank. Der Trank für alle Fälle. Arkaden? Wieso Arkaden? Die gab es zur Zeit meiner Einmauerung noch nicht. Die haben hier scheinbar alles umgebaut. Also Sonne kommt hier jedenfalls nicht mehr her. Das gibt's ja nicht. So riesengroß? Ist das wirklich noch mein Landshut? Naja, zumindest die Martinskirche und die Freiung mit St. Jodok sind Gott sei Dank noch am richtigen Fleck. Und die Altstadt, wo mein Herzog Ludwig X. die Residenz hat bauen lassen? Naja, die schaut zumindest noch so aus wie zu meiner Zeit um 1545. Lieber Gott, lieber heiliger St. Georg, bitte helft mir in diese neue Zeit. Bist du von Sinnen, du Narr? Du hättest tot sein können. Beim heiligen Sebastian, was ist denn das für ein Ungetüm? Ein Fokus, du Trottel. Gib das nächste Mal besser Obacht. Mein Landshut. Herzog Ludwig, das ist ja einer der reichen Herzöge. Das ist ein entfernter Verwandter von meinem Herzog Ludwig. Und ausgerechnet dem haben sie hier ein Denkmal gesetzt, dem Wucherer. Der hat doch hier auf dem Dreifaltigkeitsplatz die ganzen Juden vertrieben. Das Rathaus. Das waren früher mal 3 Häuser. Und der Erker? Erker waren zu meiner Zeit verboten. Der muss neu sein. Bei der Landshuter Hochzeit 1475 war das noch der Tanzsaal. Ah, und das soll wohl die Hedwig sein.
Und unser Prinz Georg, wie er sie abholt auf der Wiesmark. Könnte ich kaufen. Die haben tatsächlich immer noch das alte Pflaster da. Wittelsbacher Qualitätsarbeit. Hallo. Entschuldigung, Herr Narr, aber Ihre Gulden, die kann ich nicht akzeptieren. Aber ich habe nur Gulden. Was anderes gibt's ja auch nicht. Da drüben ist ein Geldautomat, da können Sie Euro bekommen. Euro? Was sind denn Euro? Na, unsere aktuelle Währung. Ich glaube, Sie sind nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Vielleicht zu viel Hochzeitsbier getrunken? Halt, Sie können doch nicht einfach weglaufen, ohne zu bezahlen. Der gute alte Hans von Burghausen. Jetzt haben sie dem Steinmetz tatsächlich ein Denkmal gesetzt. Naja, er hat ja auch 1403 den Bau der Martinskirche übernommen. 4 Baumeister lang hat es gedauert, bis sie fertig war. Noch während Herzog Georgs Regierungszeit ist er fertig geworden. Um 1500 war das, glaube ich. Tja, da bin ich gerade auf die Welt gekommen. Über 427 Fuß hoch und immer noch nicht im Boden versunken. Eigentlich ist der Turm viel zu schwer für seine Holzpfähle. Das Haus kenne ich so gar nicht. Ist schön geworden mit seinen ganzen Wittelsbacher Fürsten. Mal sehen, was da im Führer steht. Das Landschaftshaus beherbergte seit 1557 die Landschaft des Rentamtes Landshut. Aus den anfänglichen Versammlungen der Landesvertreter, bestehend aus Adel, Geistlichkeit und Bürgern, entwickelte sich die dauerhafte 9. Institution der Landstandschaft. Sie nahm die niedrige Gerichtsbarkeit wahr. Die Fresken wurden 1599 durch Hans-Georg Knauf ausgeführt. Da sind sie alle, die ganzen Herzöge, die Verwandten, die Wittelsbacher. Ein richtig schön gemaltes Haus. Die Stadtresidenz. Ludwig X. holte sich die Anregung für seine Stadtresidenz aus Mantua. Ja, seine Verwandten, die Castigliones, hat er damals besucht. Und ich, armer Narr, durfte nicht mit. Die Narren hatten es damals schon schwer. Die Residenz gilt als frühester Renaissancepalast nördlich der Alpen. Zunächst entstand der deutsche Bau mit seiner Fassade zur Altstadt. 1780 wurde er zu seiner heutigen Fassade im klassizistischen Stil umgestaltet. Das wissen sicher die wenigsten, dass die Residenz hier noch einen zweiten Haupteingang hat, hinten raus zur Lendgasse. Was dem Herzog am Dreifaltigkeitsplatz recht ist, ist mir hier nur billig. Mein eigenes Denkmal. So schlank können die damals gar nicht gewesen sein bei der Landshuter Hochzeit. Hier sieht es wenigstens einigermaßen nach meiner Zeit aus. Also der Röckelturm war ja damals noch ein Teil der Stadtmauer. Die arme Isar, die darf gar nicht mehr so fließen, wie sie will. Und von der Lende ist auch nichts mehr zu sehen. Wie kriegen die armen Landshuter jetzt ihr ganzes Salz und ihre Gewürze und ihre Südfrüchte und die Fässer von dem kühlen, köstlichen Wein?
Das Außentor des Zwingers ist ja noch erhalten, mit dem kleinen Wehrgang zwischen den Türmen. Und das Wappen unserer Stadt prangt auch noch am Lendtor. Könnt ihr mich übersetzen, guter Mann? Es soll euer Schaden nicht sein. In Gulden werde ich euch entlohnen. Behaltet eure Gulden. Die sind doch sowieso nichts mehr wert. Nehmt doch den Stegnarr. Aber der Steg ist doch gesperrt. Seht euch die ganzen Schlösser an. Habt keine Angst, es passiert Ihnen nichts. Nehmen Sie den Steg. Der gehört bestimmt zur Landshuter Hochzeit. Die Förderer machen jetzt Stadtführungen. Ja, die brauchen wahrscheinlich Geld. Leberkäse mit Kartoffelsalat, Tomatensalat mit Mozzarella, gebratene Maiskolben mit Zucchini. Was essen die denn Komisches? Was darf es denn sein? Was ist denn Kartoffelsalat? Eine gelbe Knolle, Und Tomatensalat? eine rote Knolle, Und Mais? Was ist Mais? eine gelbe Stange, Und Zucchini? eine grüne Stange. Haben Sie denn nur Knollen und Stangen? Ja, dann nehme ich lieber einen Getreidebrei mit Ziegenkäse. Das haben wir leider nicht. Dann einfach nur eine Maß Bier. Oder haben Sie das auch nicht? Natürlich, vom Burgbräu. Nach dem Weihnachtsgebot von 1493? Ihr seid mir einer, natürlich. Wir in Landshut haben das ja ausgemacht. Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Wie viel Heller kriegen Sie denn dafür? Ihr wollt mich zum Narren halten. Macht euch von hinnen. Mein Leben würde ich geben. Oh, könnte ich nur zurück. Hallo, wer kommt denn da? Ich bin der Hofnarr. Und wer seid ihr? Kennt ihr mich nicht mehr? Ich bin doch die Hexe mit dem Zaubertrank für alle Fälle. Oh. Ich finde nicht mehr zur Burg. Könnt ihr mir helfen? Ja, ihr braucht einen Orientierungstrink. Ich habe hier 2 Gefäße mit Zaubertrank. Der Orientierungstrink ist in dem Becher mit dem Fächer. Der Liebestrunk ist in dem Kelch mit dem Elch. In dem Kelch mit dem... Nein, in dem Becher mit dem Fächer ist der Kelch mit dem... Nein, in dem Kelch mit dem Elch ist der Orientierungs... Nein, in dem... was? Komm, lass uns auf die Burg gehen. Da sind wir ungestört. Schau mal, die Stadtmauer haben sie aber wieder schön hergerichtet. Da drinnen im Berg ist jetzt das Kulturmuseum mit Werken von Fritz König. König? Habt ihr jetzt einen König in Landshut? Ein Bildhauer, kein echter König. Sehr bekannt. Aber jetzt kommt schon.